the one who scattered seed on good soil. Und möge er derjenige sein, der den Samen auf guten Boden verstreut. And may we see fruit grow in our lives from this. Und mögen wir auch sehen, dass Frucht in unserem Leben aufgeht. We just commend this time to you now. Und wir geben dir jetzt diese Zeit hin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Well, good morning if you're joining us online this morning. Guten Morgen, wenn ihr übers Internet dabei seid heute Morgen. And if you've been with us the last few weeks, you know we're working our way through the Gospel of Matthew. Und wenn ihr die letzten paar Wochen dabei wart, werdet ihr wissen, wir sind im Matthäus-Evangelium. And today we're in Matthew chapter 15. Heute sind wir in Matthäus Kapitel 15 And we found ourselves at verse 29. und wir sind im Vers 29. And yeah, just to commence, I'm going to ask Manfred if he would read from verse 29 down to the end of the chapter. Und ich werde jetzt vom Vers 29 bis zum Ende des Kapitels lesen. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen, und er heilte sie, so dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden, und sie priesen den Gott Israels. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm: Woher sollen wir in der Einöde so viel Brote nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 7 und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk, und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was am Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. Thank you. All right, beginning verse 29, Jesus left the place that he was. So, wo wir in Vers 29 beginnen, Jesus hat den Ort verlassen, wo er war. And that's actually been a continuing theme through this portion of Matthew's Gospel. Und das ist immer wieder etwas, was sich so wiederholt durchs Matthäus-Evangelium. That Jesus has an interaction with the people and particularly with the Pharisees. Jesus hat hier ein Gespräch mit den Leuten, ganz besonders mit den Pharisäern. And then he moves on. Und dann geht er weiter. You know, he recognizes some time scale that we don't see. Und da gibt es so eine Zeitskala, die wir nicht sehen. But here, I think I mentioned this last week, he leaves the place and comes close to the shores of the lake and goes up into the mountain to sit down. Also er verlässt den Ort, kommt nahe an dieses Ufer vom See und dann geht er hinauf auf einen Berg. And again, great multitudes come to him. Und wiederum, große Volksmengen kamen zu ihm. And with the multitudes come, or they bring with them those that were lame and blind and dumb and maimed. Und bei den Volksmengen oder unter den Volksmengen, da gab es auch Lahme, Blinde, Stumme und Krüppel. And he also says here, and many others. Und er sagt hier aber auch, und viele andere. And put them down at the feet of Jesus. Und sie legten sie zu Jesu Füßen. And healed them. Und er heilte sie. And when we look at that, initially we think, well, this is Jesus' ministry, isn't it? Und wenn wir uns das so einfach anschauen oder ursprünglich anschauen, so denken wir uns, das ist ja der Dienst von He's Jesus. there to heal them. Er ist da, um sie zu heilen. But as we look more deeply into the gospel and the New Testament as a whole, Aber wenn wir tiefer in die Evangelien hineinschauen und auch in das Neue Testament so als Ganzes, we realize that that is not the reason he's there.
So merken wir, das ist nicht der Grund, warum er da ist. Matthew hints at this in the next verse. Und Matthäus, der weist darauf hin im nächsten Vers. And we've got to consider the numbers of people involved here. Und wir müssen daran denken, die Zahl von Menschen, die hier beteiligt sind. Huge numbers. Riesige Zahlen von Menschen. And many of them had no alternatives. Und viele von denen hatten keine andere Alternative. But the actions of Jesus Aber die Handlungen von Jesus bring wonder to the people who observed it. bringen Verwunderung zu den Leuten, die das sich angeschaut And haben. that's what Matthew tells us in verse 31. Und das sagt uns der Matthäus auch im Vers 31. Those that were dumb begin to speak. Diese, die stumm waren, begannen zu sprechen. Those that were maimed are made whole. Diese, was lahm waren, wurden gesund. The lame walk, the blind see. Oder die Krüppel und die Lahmen, die Blinden konnten sehen. And this is a continuing theme through the Gospels. Und das ist immer wieder so eine fortwährende Sache durch die Evangelien. But the important thing here is that it causes the multitude to be amazed, to wonder. Aber das Wichtige hier ist, dass es die Volksmengen zu Verwunderung braucht, dass sie erstaunt sind. They glorify the God of Israel. Und sie verherrlichen den Gott Israels. It's the connection of what Jesus is doing to this is from God. Es ist die Verbindung zu dem, was Jesus tut, das ist von Gott. And it's the scale of what Jesus is doing that brings the wonder. Und es ist wirklich so, wie viel Jesus gemacht hat oder wirklich die Zahl, wie viel Jesus geheilt hat, das bringt die Verwunderung. And Jesus brings his disciples to him Und Jesus ruft seine Jünger zu sich and says, I've got compassion on these people. und er sagt, ich bin voll Mitleid mit diesen Leuten. They continue with me for 3 days now. Sie sind schon 3 Tage bei mir gewesen. Now, Matthew didn't actually mention that, but Jesus goes up to the mountain. This huge crowd of people join him there, and they're there for 3 days. Und der Matthäus, der schreibt das hier. Jesus war hier am Berg oben und die Leute folgten ihm alle nach und das waren 3 Tage lang, wo sie da bei ihm waren. And other than what they brought with them, they had nothing to eat. Und was sie sonst vielleicht ein bisschen was mitgenommen haben, sie haben sonst nichts zu essen gehabt. So there's another need that has arisen. So, da gibt es eine weitere Not, die da aufgekommen ist. Not just the ones who need healing, Nicht nur diejenigen, die Heilung brauchen. but now there's this crowd that need feeding. Jetzt gibt es diese riesige Volksmenge, die Essen brauchen. And I will not send them away fasting, he says, unless they faint on the way. Ich werde sie nicht wegschicken, dass sie nicht auf dem Weg verschmachten. And this is repeated in Mark's Gospel too. The disciples say to him, where will we get so much bread in the wilderness as to meet or to feed such a great multitude? Das kommt im Markus-Evangelium auch vor, wo die Jünger sagen, woher sollen wir so viel Brot nehmen in dieser Einöde, um so eine große Menge zu sättigen? Matthew's saying to us that the disciples are learning. Matthäus sagt dasselbe zu uns, was die Jünger da lernen. You know, in the previous episode, the 5,000 that are fed, In der vorherigen Geschichte, also wo die 5000 gespeist wurden, Jesus says to his disciples, you know, feed them. Jesus sagt seinen Jüngern, gebt ihnen zu essen. And they go, what with? You know, we haven't got anything. Und dann sie sagen oder sie fragen, womit? Wir haben ja nichts. Jesus doesn't say that this time. Jesus sagt das jetzt nicht. He turns to his disciples and says, these people have nothing to eat. Er wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, diese Leute, die haben nichts zu essen. And the disciples know what's expected. Und die Jünger wissen, was erwartet wird. And they respond straight away, well, where are we going to get the food? Und sie antworten sofort darauf, nun, woher werden wir das Essen bekommen? They have taken on board the responsibility. Sie haben wohl die Verantwortung auf sich genommen. You know, that's what they're saying. Where are we going to, not where are you going to get the food from, but where are we going to get the food? Also, und das sagen sie ja, also nicht, wo wirst du das Essen herholen, sondern wo sollen wir das Essen herbekommen? They're learning. So, sie lernen. They're not there yet Also, sie sind noch nicht da angelangt. because, you know, there's a few more steps to take. Weil da gibt es noch ein paar Schritte, die sie da
nehmen müssen. All right, it's our responsibility, but how are we going to meet this great need? Okay, es ist unsere Verantwortung, aber woher sollen wir diese große Not begegnen? And Jesus begins to teach them again. Und Jesus beginnt sie wieder zu lernen. All right, what have you got? How many loaves have you got? Nun, wie viel habt ihr? Wie viele Brote habt ihr? I imagine the disciples there together, if we think there's 12 of them. Also man kann sich vorstellen, die Jünger da, also man denkt, es sind 12 davon. Let's share our sandwiches together here. Teilen wir jetzt unsere belegten Brote hier. All the speck's gone. Der ganze Speck ist schon weggegessen. And we just got 7 semmel. Und jetzt haben wir nur mal 7 Semmel. And maybe a tin of tuna or something like Oder that. vielleicht so eine Dose von Thunfisch oder so. Yeah. Alison would hate this. She doesn't like fish. She would what? She would She take? doesn't like fish. Ja, so she Alison mag hates keinen it. Fisch, ja. Sie wird das nicht mitnehmen. So if you're gluten-free and you don't like fish, you've had it, really. Also wenn du auf glutenfrei bist und keinen Fisch magst, das war's dann. So Jesus commands the multitude to sit down on the ground. So Jesus gebietet dieser Volksmenge, dass sie sich hinsetzen. Now, I get to read a lot of commentaries about the scriptures. Nun, ich kann viele Kommentare lesen, so über die Schrift, über die Bibel. And one of my frustrations is that so many commentators don't read the Bible. Und was mich frustriert, ist, dass so viele Kommentatoren nicht die Bibel lesen. Matthew says here that the multitude were told to sit on the ground. Matthäus sagt uns hier, dass die Volksmengen auf dem Boden saßen. When there were 5,000 men with women and children, Als es 5000 Männer und Frauen und Kinder gab, they were told to sit on the grass. so wurde ihnen gesagt, am Gras zu sitzen. And in fact, one of the Gospels actually tells us that the grass was green. Und in einem Evangelium, da heißt es sogar, dass es grünes Gras war. Now we're told there's no grass. Jetzt wird uns gesagt, es gibt kein Gras. They've just got to sit on the bare earth. Sie müssen da so auf dem Brachland sitzen. And little small details like that bring us to realize that this is the truth that we're reading. This is a real story. Und so diese kleinen Details, die zeigen uns, das ist wirklich die Wahrheit, was der da erzählt. Das ist eine echte Geschichte. Jesus took 7 loaves and the fishes. Jesus nahm 7 Brote und die Fische He gave thanks und dankte. and he broke them Und er brach sie and gave them to his und disciples. gab sie seinen Jüngern. And the disciples gave to the multitude. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. He took the resources that they had, So er nahm die Ressourcen, die sie hatten, gave thanks und er dankte ihnen. and broke them. Oder er dankte und brach sie. And gave them to the disciples. Und er gab sie dann den Jüngern. Now, at what point the multiplication takes place? Nun, zu welchem Zeitpunkt diese Vermehrung stattgefunden hat? I don't know. He Weiß started es giving nicht. pieces to his disciples, Er begann nur diese Brotstücke den Jüngern zu geben. and they shared them out amongst 4,000 men. Und die haben sie verteilt unter 4000 Männern. And the women and children. Und es gab noch Frauen und Kinder dazu. Verse 37 says, and they did all eat Und in Vers 37 lesen wir, und sie aßen alle and were filled. und wurden satt. The resources that the disciples had Diese Ressourcen, die die Jünger hatten, were enough to meet the need, die waren genug, um den Nöten zu begegnen, but only in the hands of Jesus. aber nur in den Händen von Jesus. And the lesson there is, Und die Lektion hier, when the need is greater than our resources, wenn die Not größer ist, als unsere Ressourcen es sind, what do we need to do? was tun wir dann? Get a GoFundMe page working to raise money? Sollten wir dann Geld irgendwo sammeln? Go around and ask for people to sponsor things? Sollen wir herumlaufen und bitten, dass Leute uns sponsern? Or give what we have to Jesus? Oder geben wir das, was wir haben, zu Jesus? And be prepared for what he will do with what we give him. Und sei vorbereitet für das, was er tun wird mit dem, was wir ihm geben. Hey, what are you doing? That's my semmel. Hey, was machst du mit dem? Diese Semmel gehört mir.
What do you mean sharing it out amongst the others? Was meinst du damit? Ich soll die mit anderen teilen? You know, one semmel between two people is a half semmel each. Eine Semmel zwischen zwei Leuten ist eine halbe Semmel für jeden. What's 7 semmel amongst 4,000 guys plus their families? Was sind 7 Semmel unter 4.000 Männern und noch ihre Familie dazu? What about me? Was ist mit mir? Well, that's my lunch. Das ist mein Mittagessen. What does it leave me with? Was bleibt mir da noch? Well, the result is they did all eat. Nun, das Resultat ist, die haben alle gegessen, That included the disciples. einschließlich der Jünger. And they were filled. Und sie wurden satt. I like that word. It means satisfied. Das gefällt mir. Also sie hatten genug. You know? Like, you feed the cattle and they stop eating. Also wenn du zum Beispiel so die Kühe was zu essen gibst und sie hören auf zu essen, Because they've had enough. weil sie genug hatten, And they took up of the broken food that was left. und sie hoben auf von diesen Überbleibseln, was noch übrig war, 7 baskets. 7 Körbe voll. Now, this is interesting. Again, another small little fact. Es ist interessant, noch eine weitere Tatsache. Do you remember there were some baskets left over from the previous miracle like this? Erinnert euch, es gab noch Körbe, die übrig waren von vorigen Wunder. Well, they're different baskets. Nun, das sind andere Körbe. The baskets that were left over from the first meal, Diese Körbe, die übrig blieben vom ersten Essen, you got to think they're like shopping bag. also man denkt sich, die waren so wie Einkaufstaschen, so Or Einkaufssackeln maybe a backpack, oder so ein Rucksack. you know, what you carry your food around in if you're going hiking. Also womit du dein Essen herumträgst, wenn du wandern gehst. There were 12 of those left over from the first miracle. Es gab 12 von denen, die übrig waren vom ersten Wunder. That was kind of convenient because that was one each for each of the disciples. Und das hat gut gepasst. Das war einer für jeden von den Jüngern. Now we've got 7, Nun haben wir 7. but the baskets are different. Aber die Körbe sind jetzt anders. This is like a laundry basket. Das ist so wie ein Wäschekorb. Yeah? You could get, these are so big. Die sind so groß. This is the sort of basket that Paul was lowered down from the walls of Damascus to escape it. Das sind so, die Größe von Körben oder von einem Korb, wo der Paulus so von der Stadtmauer in Damaskus heruntergelassen wurde. It's translated basket, but it's a different word in Greek. Es wird wohl übersetzt als Korb, aber es ist ein anderes Wort im Griechischen. So it's 7 big baskets. So, das sind 7 große Körbe. And that is consistently different for the feeding of the 4,000 from the feeding of the 5,000. Und bemerkt den Unterschied, wo die 4.000 gespeist wurden und wo die 5.000 gespeist wurden. You'll find the same in the other Gospels. Man findet dasselbe in den anderen Evangelien. So all these people, 4,000 men and women and children. So all diese Leute, 4.000 Männer, Frauen und Kinder. I don't know how many that adds up to. Ich weiß nicht, wie viele das alle zusammen waren. 4,000 is enough. 4.000 sind schon genug. You could probably double that. Man könnte das mindestens verdoppeln. And with the children as well. Und noch mit den Kindern And the dogs, und die Hunde. because there's always dogs. Es gibt immer Hunde. What happened after they were fed? Was passierte, nachdem sie gegessen haben? Jesus sent them away Jesus hat sie fortgeschickt and he left that place. und er ging weg von diesem Ort. Again, Matthew's he's showing us that Jesus is moving from place to place. Wiederum, Matthäus zeigt uns, dass Jesus von einem Ort zum anderen einfach geht. And what Matthew is focusing on is the impact that he's having on the people that he meets with. Und was Matthäus uns zeigen möchte, einfach diese Auswirkung oder der Einfluss zu den Leuten, die Jesus trifft. Whatever reason they come to Jesus for, Was für ein Grund es auch war, warum sie zu Jesus kamen, what happens, what they see, was passiert, was sie sehen,
they connect with God. They glorify the God of Israel. So sie kommen in Verbindung mit Gott und sie verherrlichen den Gott von Israel. Back in verse 30, Wiederum im Vers 30, Matthew lists a number of physical complaints that people have. Matthäus, der zählt hier ein paar körperliche Klagen auf, die es gab. And they were significant complaints. Und das waren bedeutungsvolle Klagen. There was lame, unable to walk, or actually missing a limb. Es gab Lahme, er konnte wahrscheinlich nicht gehen oder er hatte überhaupt ein Bein fehlte ihm zum Beispiel. They were the blind. Da gab es die Blinden. They were the dumb or the mute or the deaf or all together. It's just one word. Es gab die Stummen oder die Tauben oder die Taubstummen. Alles ist so in einem Wort. And those that were maimed. Und dann gab es die Krüppel. In some way they're physically deformed. So auf eine Art und Weise sind sie so körperlich entstellt. And that group of words, und diese Gruppe von Worten, we find again and again in the scriptures. Das finden wir immer wieder in der Schrift. And at one point Jesus says to the disciples of John, und zu einem Zeitpunkt sagt Jesus zu den Jüngern von Johannes, they come to him and say, are you the one that we're looking for, or should we go somewhere else? Sie kamen zu Jesus und fragten, bist du der eine, nach dem wir suchen, oder sollten wir jemand anderen nachgehen? And Jesus says, well, what do you see? Und Jesus fragte sie dann, was könnt ihr sehen? The lame, the blind, the dumb, the maimed. Die Lahmen, die Blinden, die Stummen, die Krüppel, they're healed die werden geheilt. and made whole. Und sie sind gesund. In other words, what you're seeing is enough to demonstrate the one you're looking for. In anderen Worten, was ihr seht, das ist genug, um zu zeigen, dass ihr den gefunden habt, nach dem ihr sucht. It's the signature. Das ist die Unterschrift. It's the stamp of approval, if you like. So, das ist dieser Stempel, also von der Bestätigung, wenn du so haben möchtest. Yeah. I was in the post office the other day. Ich war am Postamt vor kurzem. And gave the lady this ticket and she stamped it. Ich habe dieser Frau irgendetwas gegeben, so ein Ticket, und sie hat einen Stempel It's draufgehauen. now official. Jetzt ist es offiziell. You have the stamp. Du hast den Stempel. I feel sorry for people who work in places like that. They must get the repetitive strain. Also es tut mir leid für Leute, die dort so arbeiten in solchen Ämtern, die müssten da wirklich Probleme bekommen mit der Hand, die immer so hin und her stempeln. But there's something special about a stamp. Aber da ist etwas Besonderes an einem Stempel. Back in the days when they had the Bible college up at the castle, Damals in den Tagen, wo sie noch das Bibelcollege hatten am Schloss, a group of students went to Rome eine Gruppe von Studenten, die fuhren einmal nach Rom. doing the historical tour. Es war so eine geschichtliche Reise. Tried to get an audience with the Pope, but he was too busy. Versuchten auch beim Papst einfach vorzusprechen, aber er hatte zu viel Arbeit. No, they got to the entrance to go into the Vatican, Nein, sie konnten aber zumindest in den Vatikan hineingehen. and they'd got their paper. You have to give a paper in to make an appointment to let in a group. Also sie hatten so ein Schreiben, also man braucht so ein offizielles Schreiben, dass man da hineingelassen wird. And the guard wouldn't let them in because it was just a paper. Und dieser Wächter wollte sie nicht reinlassen, weil das war nur ein Papier. So there's like 30 students there. It's like, what do we do? So, da gab es 30 Studenten und dann fragten sie sich, was machen wir jetzt? So one of the leaders So einer von diesen Leitern took the paper and he went across the road to the post office nahm dieses Papier, ging über die Straße zum Postamt and said to the person behind the counter, look, they won't let us in without a stamp. und er sagte zu dieser Person, die dahinter gestanden ist, und hat gesagt, die wollen uns nicht reinlassen ohne einen Stempel. And so the guy behind the counter just went, Und so der, was da gearbeitet hat, hat einfach einen Stempel draufgegeben. and they went back in because they let them in because it had a stamp on it. Dann sind sie dort hingegangen, dann haben sie reingelassen. Natürlich, die hatten ja jetzt einen Stempel. And the stamp said, posted this day, 27th of... Und am Stempel drauf war, das ist verschickt worden am 27. so und so und so.
So just if you ever go to Rome again and you want to get into the Vatican, So einfach so ein Tipp, wenn du mal nach Rom fährst und in den Vatikan rein möchtest, that's all you need. ist alles, was du brauchst. The other alternative is to say, I know Manfred Augustine. They will let you in. So, Die andere Alternative natürlich, kennst du Robin Turner, dann lassen sie dich no, rein. no, Robin Turner doesn't work. But even you get to the border of Slovenia and Austria and you say, I know Manfred, they'll let you in. Zur Grenze zu Slowenien kommst, lassen sie dich rein, wenn du meinen Namen sagst. That's another story from the castle. Eine andere Geschichte vom Schloss. We had a van load of students Da gab es einen ganzen Bus voller Studenten and got pulled over at the exit from the caravan. und da haben sie dann wieder auf die Seite fahren lassen. Das war so der Ausfahrt bei den Karawanken. Yeah, and so there's this border guard wants to know what's going on, where we're coming from, where we're going. Und da gab es eben diesen, also der bei dieser Grenze war, diesen Grenzpolizisten, der fragte, wo fahrt ihr hin, wo kommt ihr her? And he's leaning his automatic weapon on the window. Und er hat seine automatische Waffe so zum Fenster hingelehnt. Where are you going? Wo geht ihr hin? Milchstädtersee. Millstätter See. Whereabouts? Wohin? Schloss Heroldeck. Schloss Heroldeck. Ah, Oh, you know Manfred? kennst du Manfred? Yeah, Ja, it's good. passt. We didn't know him so well in Romania. And we went there. Den nur Johann. Okay, let's go to chapter 16. So, gehen wir jetzt zum Kapitel 16. We've seen the reaction of the crowds Wir haben die Reaktion von den Volksmengen gesehen, to what Jesus is doing. also was Jesus macht. Jesus has got them talking. Jesus. Got them talking. Also Jesus brachte sie zum Reden. You can imagine some of the conversations going on. Also man kann sich vorstellen, so die Gespräche, die da hier abliefen. Who is this man? Wer ist dieser Mann? What's going on? Was ist hier los? Well, this must be from God. Look at what he's doing. Nun, das muss ja von Gott sein. Schau, was hier passiert. And the Pharisees came. Und die Pharisäer kamen. It's like, they just turn up every time, don't they? Das ist wirklich, die sind immer da. Last time Matthew told us that they came all the way from Jerusalem. Das letzte Mal hat uns der Matthäus erzählt, diese kamen den ganzen Weg von Jerusalem. Now it's more than that. Und jetzt ist es mehr als das. These Pharisees have come from Jerusalem, Diese Pharisäer kamen auch aus Jerusalem, but they've traveled with some other people, aber sie sind noch mit anderen Leuten mitgereist. the Sadducees. Die Sadduzäer. We know they've come from Jerusalem. Wir wissen auch, die kamen aus Jerusalem. They're another side of the political organization. Sie sind so eine andere Gruppe oder Seite von der politischen Organisation. And they're the sort of pragmatists or the practical people. Und das sind so die Pragmatiker, so mehr die praktischen Leute. Yeah, the religion to them, well, it's a cultural thing, it's a historical thing, Die Religion für sie, das ist geschichtlich, kulturell, but really nobody believes in angels these days. Do aber they? keiner glaubt mehr an die Engel heutzutage. And well, whatever happens after you die, it's what you do now that's important. Und was immer passiert, nachdem du stirbst, was weiß man, ist wichtig, was man jetzt macht. Because you've got to live for today Weil man muss ja fürs Heute leben and you've got to live for yourself. und für dich selbst. Ever heard that before? Habt ihr das jemals zuvor gehört? What's amazing is to see a group of Pharisees and a group of Sadducees coming together. Aber was erstaunlich ist, dass eine Gruppe von Pharisäern und Sadduzäern zusammenkamen. You know, these were from opposites, of the political spectrum, of the philosophical spectrum. Und die waren genau das Gegenteil, also von der politischen Seite und von der philosophischen Seite. And they came together. Und sie kamen gemeinsam. Why? Warum? Because they'd heard Weil sie gehört haben, all this going on about who Alles. this man Jesus was. was hier passiert ist. Und sie wollten wissen, wer dieser Mann Jesus war. And what they'd heard was that he's doing stuff that has got people talking. Und was sie gehört haben, er macht Dinge und die Leute reden. And Matthew says they come testing him. They wanted
him that he would show them a sign from heaven. Und es heißt, sie versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. It's feeding 4,000 people, feeding 5,000 people, healing the sick. That's not a sign from heaven. So 4.000 zu heilen, 5.000 zu heilen, die Kranken zu heilen, ist das nicht ein Zeichen vom Himmel? Actually, if they'd read the Bible, they would know it was a sign from heaven. Nun, wenn sie die Bibel gelesen hätten, würden sie wissen, dass das ein Zeichen vom Himmel war. But according to the writers of the fathers, you know, the tradition that we talked about last week, Aber nach den Schriften von den Vätern, nach den Traditionen, also was wir letzte Woche hörten, Satan was able to do miracles on this earth. Satan war auch in der Lage, Wunder zu tun auf dieser Erde. And this is why they're phrasing this. We want to see a sign, but we want to see a sign from heaven. Und deshalb sagen sie das auch so. Wir wollen jetzt ein Zeichen sehen, aber jetzt ein Zeichen vom Himmel. That way we can assign what you're doing to be from God and not from Satan. Und dann können wir das, was du machst, Gott zuschreiben und nicht dem Teufel. So Jesus responded to them. So Jesus hat darauf geantwortet. He said, just let me roll up my sleeves and I'll do this trick for you. Ich werde jetzt meine Ärmel hinterkrempeln, dann werde ich diesen Trick für euch zeigen. What he does is he challenges what they're talking about. Aber was er macht, er fordert sie jetzt heraus, worüber die reden. And, well, let's read it. He says, when it's evening, you say it will be fair weather because the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. You are hypocrites. You can discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. It's a wicked and adulterous generation that seeks a sign, and there should be no sign given to it but the sign of the prophet Jonah. And he left them and departed. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trüb. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona, und er verließ sie und ging davon. So this forms another of those little portions that Matthew's telling us. We ended chapter 15 in Jesus sent the people away and he left. Und das zeigt uns eben, also in Kapitel 15 hat Jesus die Leute fortgeschickt und ging weg. And now we've got this next portion where it ends and Jesus left. Und jetzt haben wir so wieder den nächsten Abschnitt und da heißt es, und Jesus ging weg. But what is he saying to these Pharisees and Sadducees? Aber was sagt er zu diesen Pharisäern und zu den Sadduzäern? Common sense. Das ist so der Hausverstand. You can tell what the weather's going to be like. Also man kann schon sehen, wie das Wetter sein wird. It's nothing magical, is it? Das ist nichts Magisches, oder? Okay, we've got a red sunset tonight. Okay, wir haben einen roten Sonnenuntergang heute It's Abend. going to be nice tomorrow. Morgen wird es schön werden. But you wake up in the morning and the sky is red and the clouds are low. Aber wenn man morgen aufwacht und so die Sonne ist so rot oder so der Himmel ist so rot und dann gibt es überall Wolken, It's going to be bad weather today. es wird schlechtes Wetter sein heute. I don't know if that works over here. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. The mountains mess everything up. Die Berge, die bringen alles durcheinander. But it's certainly true where I come from in England. Aber es ist schon so, wo ich herkomme in England, We used to say if it's a red sky tonight, then the shepherds are happy. also wir hatten gesagt, wenn es einen roten Himmel gibt am Abend, dann sind die Hirten froh. But if there's a red sky in the morning, then the shepherds are unhappy. Aber wenn es einen roten Himmel am Morgen gibt, dann sind die Hirten nicht froh. You see, we do know what's going to happen. Seht ihr, wir wissen, was passieren wird. That's probably more reliable than listening to the radio. Man kann sich vielleicht besser darauf verlassen, als dem Radio zuzuhören. I'd call Manfred and say, what's the weather going to be like? Oder er ruft mich an und fragt, wie das Wetter sein wird. See, he always knows more than me. Ich weiß immer mehr als Robin. Jesus then says, you're hypocrites. Jesus sagt dann, ihr Heuchler. You can tell what the weather's going to be like. Also ihr könnt schon voraussagen, wie das Wetter sein wird.
but you can't read the things that are in front of you. Aber ihr könnt nicht die Dinge sehen oder erkennen, die vor euch sind. The signs of the times. So die Zeichen der Zeit. So Jesus is saying you are seeing things, So Jesus sagte, ihr seht Dinge, but you're not discerning what you're seeing. aber ihr unterscheidet nicht, was ihr seht. The blind receive their sight. Die Blinden, die können wieder sehen. The lame are made whole. Die Lahmen werden gesund. The deaf hear. Die Tauben, sie hören. Go back and read the book of Isaiah. Geht wieder nach Hause und lest das Buch von Jesaja. These are the signs that were foretold that Messiah would do. Das sind die Zeichen, die vorausgesagt sind, was der Messias machen würde. But he then says it's a wicked and adulterous generation that demands a sign or seeks a sign. Und dann sagt er hier im Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. These guys are asking for something, the big neon light in the heaven. Also die fragen nach so einem Zeichen, so ein riesengroßes Neonlicht so über den Himmel. It's a bit like the guy who stood in the middle of the field and said, God, if you're real, strike me with lightning. So ähnlich wie der mitten auf dem Feld stand und hat gesagt, Gott, wenn du echt bist oder real bist, dann schlag mich mit einem Blitz jetzt. Ein Blitz soll mich bei mir einschlagen. Yeah. It's like, if it doesn't happen, you walk away thinking, thank God it didn't hit me. So, wenn es nicht passiert, dann gehst du weg und sagst, danke Gott, dass mich kein Blitz getroffen hat. If it does hit you, you walk away thinking, what did I do to deserve that? Und wenn dich der Blitz trifft, dann gehst du weg und denkst dir, was habe ich gemacht, dass ich das jetzt verdient habe? And Jesus said, there will be no sign, and he's talking about big sign from heaven, Und Jesus sagt, es wird kein Zeichen geben, also ein großes Zeichen am Himmel, except the sign of the prophet Jonah. außer dem Zeichen vom Propheten Jona. And we read this back in verse 12. Und das lasen wir aber auch schon im Vers 12. Jesus said the same thing. Jesus sagte dasselbe. What was the sign of the prophet Jonah? So was war das Zeichen vom Propheten Jona? Jonah was the sign. Jona war das Zeichen. This man disappeared into the sea Dieser Mann, der ist verschwunden da im Meer. and then miraculously came out of the sea. Und dann, wie durch ein Wunder, kam er wieder heraus aus dem Meer. I say a lot of people think, 3 days in the belly of a whale. He came out blanched white, like bleached. Und viele Leute, sie denken sich oder sagen eben, er kam da heraus, 3 Tage nachdem er in diesem Fisch war, ganz so weiß, so, ja, die Hautfarbe so bleich hat sich verfärbt. A bit like, Gebleicht. your tablecloths before and after the wash. So wie dein Tischtuch vor und nach dem Waschen. They come out bright white. Sie kommen ganz hell, strahlend weiß heraus. I imagine him walking through the marketplace in the town and everybody saying, that's Jonah. Also man kann sich vorstellen, er ging da so über den Marktplatz und sie sagen, hey, das ist der Jona. He needs to get some sun. Er muss wirklich einmal in die Sonne kommen. And Jonah did that twice. Und Jona hat das zweimal gemacht. The second time, Das zweite Mal, he went into the belly of the enemy. so ging er so in den Bauch vom Feind. The enemy were the Assyrians. Die Feinde waren die Assyrer. Their capital city was Nineveh. Ihre Hauptstadt war Ninive. Jonah went into the very center of Nineveh Jona ging genau in das Zentrum von Ninive and preached the gospel. und hat das Evangelium gepredigt. And he came out alive. Und er kam lebendig wieder raus. He was the sign. Er war das Zeichen. So don't go looking for a whale or a big fish. So such jetzt nicht nach einem Wal oder großen Fisch, We're looking for somebody who walked in the footsteps of Jonah. sondern wir suchen nach jemandem, der in den Fußspuren von Jona wandelte. And that was the message to the Pharisees and the Sadducees. Und das war die Botschaft an die Pharisäer und an die Sadduzäer. Everything you need to see is in front of you. Alles, was wir sehen müsst, ist vor euch. And you're not going to get anything else. Ihr werdet nichts anderes bekommen. And he left them and departed. Und er hat sie dann stehen gelassen und ging weg. And we're going to leave it at the next verse. Und wir werden es dann im nächsten Vers belassen.
And when his disciples would come to the other side, Als seine Jünger dann ans jenseitige Ufer kamen, they had forgotten to take bread. hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. It's this little message here. Es ist wiederum diese kleine, kurze Botschaft hier. Matthew was one of these disciples. Matthäus war einer von diesen Jüngern. They just rowed again across the lake Sie fuhren wieder so über den See and they're landing on the shore. und sie kamen da am Ufer an. And John says to Peter, "Where's the sandwiches?" Und Johannes fragt den Petrus, wo sind die belegten Brote? And, Peter says to James, "You got sandwiches?" Und Petrus fragt den Jakobus, du hast die belegten Brote, oder? And James says to Thomas, "I told you to get the sandwiches." Und Jakobus sagt den Thomas, ich habe dir ja gesagt, du sollst die belegten Brote mitnehmen. And Matthew goes, Und Matthäus sagt, "No sandwiches." keine belegten Brote. You see, they haven't made it all the way yet. Seht ihr, sie haben es noch nicht ganz geschafft. They're learning. Sie lernen noch immer. But their focus is very much on the physical, what's in my hand. Aber ihre Blickrichtung ist noch immer so auf dem Physischen, also was man so in den Händen hält. And so when Jesus says to them, "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees," Und Jesus sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. and they're trying to figure out what he means. Und sie versuchen da herauszufinden, was hat er gemeint. And so they start saying, "It's because we forgot sandwiches." Und dann sagten sie so untereinander, ja, er sagte das, weil wir haben ja kein Brot mitgenommen. And when Jesus realized what they were saying, Und als Jesus gemerkt hat, was sie da sagten, he said, "Oh, you of little faith." und so sagte er ihnen, ihr Kleingläubigen. Now this is better than what he said to the Pharisees and the Sadducees. Nun, das ist besser, als was er zu den Pharisäern und Sadduzäern sagte. He says to them, "You're a bunch of hypocrites. Er sagte ihnen, ihr seid ein ganzer Haufen von Heuchlern. You're pretending to be something you're not." Ihr gebt's vor, jemand zu sein, das seid ihr gar nicht. What he says to the disciples Was er zu den Jüngern sagt, is, "You just got a little faith here. oh, da gibt es nur einen kleinen Glauben hier. You need to let that grow." Ihr müsst das wachsen lassen. You're trying to figure out what it means. That's a good thing, So ihr versucht herauszufinden, was das bedeutet, das ist gut. but you're not understanding what's being said. Aber ihr versteht nicht, was gesagt wird. And he's not talking about bread, Und er spricht nicht über das Brot, but the teaching of the Pharisees and the Sadducees. aber über die Lehre von den Pharisäern und Sadduzäern redet er. Because their teaching was hypocritical. Weil ihre Lehren waren heuchlerisch. The Pharisees were teaching that it's the tradition of the elders. You've got to do this, you've got to do that, you've got to meet the rules that we lay down. Die Pharisäer lehrten, das sind die Traditionen von den Ältesten, ihr müsst diese Regeln halten, dieses, jenes tun und so weiter. And some people love rules. Und manche Leute, die lieben diese It Regel, makes life easy. macht das Leben einfach. You know where you stand. Du weißt, wo du stehst. There's a rule for that, there's a rule for this, you've broken the rule. Da gibt es eine Regel für dieses, für jenes, du hast die Regel gebrochen. It's very easy to understand. Sehr leicht zum Verstehen. I have a confession to make. Ich muss etwas bekennen. Quite often I talk about things and relate it to speed limits. Sehr oft spreche ich über Dinge und ich bringe das in Verbindung mit der Geschwindigkeitsbeschränkung. Very easy rule, isn't it? Eine sehr leichte Regel, oder? And you know when you've broken it. Und du weißt ja, wenn du die gebrochen hast. And I have to confess here, for the first time since I got a driving license, I got a speeding ticket. Und ich muss jetzt bekennen, das erste Mal, seitdem ich einen Führerschein habe, habe ich Strafe gezahlt. And it's very simple. Und das ist sehr einfach. I went faster than I should have done. Ich bin schneller gefahren, als ich es hätte fahren sollen. I got loads of excuses. Ich habe viele Entschuldigungen gehabt. I was sleeping. Ich habe geschlafen. It was actually that one where, where the speed limit changes on the Autobahn at 10 o'clock at night. Es ist eigentlich dort, also wo diese Geschwindigkeitsbeschränkung sich ändert, so um 10 Uhr am Abend. Yeah, it was just past 10 o'clock and I wasn't paying attention. Es ist nach 10 Uhr gewesen und ich habe nicht aufgepasst. But that's it. Aber das ist es. I broke the speed limit. Habe die Geschwindigkeit übertreten. There's a comfort in those things. Da gibt es einen Trost in diesen Dingen. You know where you stand. Du weißt dann, wo du stehst. It's right or wrong. Richtig oder falsch. And don't you think God's like that? Und denkst du, dass Gott so ist? No.
Nein, God's bigger than that. Gott ist größer als das. What gets me into the presence of God doesn't depend on how fast I drive Was mich in die Gegenwart Gottes führt, ist nicht davon abhängig, wie schnell ich fahre or what clothes I wear oder welche Kleidung ich trage or what food I eat. oder welches Essen ich zu mir nehme. It's not that clear cut. Es ist nicht so direkt, so einfach. It has to do with what I believe, Es hat damit zu tun, was ich glaube, how much faith or trust I put in something. wie viel Glauben oder Vertrauen ich auf etwas setze. Makes you feel uncomfortable, right? Da fühlt man sich vielleicht nicht mehr so wohl. Because how can I be sure? Weil wie kann ich jetzt sicher sein? How can you be sure as a Christian? Wie kannst du sicher sein als ein Christ? Can I trust in the rules? Kann ich den Regeln vertrauen? No, you have to trust in a person. Nein, du musst ein Vertrauen in die Person haben. What's going to get me into heaven? Was wird mich in den Himmel bringen? Jesus. Jesus. It's not what I do. Es ist nicht, was ich tue. And the same's true of the opposite. Und dasselbe ist auch so mit dem Gegenteil. I remember listening to an amazing sermon that was called Why is Jezebel in Hell? Also ich weiß noch, ich habe eine erstaunliche Predigt mir einmal angehört und da hieß es, warum ist die Isabel in der Hölle? Was it because she killed the prophets of God? War es deswegen, weil sie die Propheten von Gott getötet Was hat? it because she introduced the worship of Baal? Oder war es deswegen, weil sie diese Baalsanbetung dahin gebracht hat? No. Nein. The reason she's in hell Der Grund, warum sie in der Hölle is sitzt, she didn't trust in Jesus. sie hat nicht Jesus vertraut. Oh, she didn't know about Jesus. Oh, sie hat ja nichts gewusst über Jesus. She'd heard enough Sie hat genug gehört and she didn't believe. und sie hat nicht geglaubt. And that's the only reason she's excluded from heaven. Das ist der einzige Grund, warum sie vom Himmel ausgeschlossen ist. Faith is what's needed, So Glaube ist, was notwendig ist. and faith in the person. Und der Glaube an die Person. And that's what will lead us into the next part of this chapter. Und das wird uns in den nächsten Teil von diesem Kapitel führen. Let's pray. Lasst uns beten. Father, thank you for your word this morning. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen Pray your Holy Spirit would use it in our lives. und dass dein Heiliger Geist das in unserem Leben verwendet You'd speak into our circumstances und sprich in unsere Umstände and into our hearts, und in unsere Herzen and that we would see you glorified, und dass wir dich verherrlicht sehen, not through the signs and the wonders, nicht durch die Zeichen und die Wunder, but through the person of Jesus aber durch die Person von and Jesus all that he is. und alles, was er ist. Pray, Father, you be glorified in these things this morning. Und Vater, wir beten, dass du verherrlicht wirst in diesen Dingen heute Morgen, In his name. in seinem